Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 193. Thema: Arbeitswelt international. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Ganz genau. Und bevor wir richtig in das Thema einsteigen, haben wir noch etwas Wichtiges für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Schritt 2: Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Also, stellt euch doch mal folgende Situation vor. Ihr sitzt morgens in Berlin, ja, mit eurem allerersten Kaffee am Schreibtisch. Der wichtigste Kaffee des Tages? Richtig. Und euer Chef arbeitet aber gerade in Tokio. Er will sofort Ergebnisse sehen. Aber euer eigentliches Projektteam sitzt in Brasilien und schläft noch tief und fest. Das ist dieses typische Chaos, ja? Genau. Wer entscheidet in so einem Moment, was eigentlich Priorität hat, wenn alle in einem völlig anderen Heute leben? Das ist wirklich die Realität für so viele Menschen heutzutage. Und das bringt uns direkt zu unserem ersten wichtigen Wort für unser Fundament heute. Das Substantiv. Der Konzern. Der Konzern. Okay. Ein Konzern, das ist ein Zusammenschluss von mehreren großen Unternehmen unter einer gemeinsamen Führung. Im Englischen sagt man dazu Corporation. Corporation, ja. Aber lass mich da kurz einhaken. Warum ist diese Unterscheidung denn so extrem wichtig? Wie meinst du das? Ja, wenn ich als ganz normaler Mitarbeiter morgens ins Büro gehe, dann ist es mir doch eigentlich völlig egal, ob ich für eine Firma oder für einen Konzern arbeite. Hauptsache, mein Gehalt ist pünktlich auf dem Konto, oder? Aus der Sicht des Mitarbeiters fühlt sich das an einem normalen Dienstag vielleicht so an, ja. Aber die Mechanismen im Hintergrund, die sind völlig anders. Okay. Inwiefern? Denk mal an deinen letzten Besuch im Supermarkt. Du stehst vor dem Regal und siehst 50 verschiedene Marken für Shampoo. Und ich kann mich nie entscheiden. Richtig. Du denkst, du hast eine riesige Auswahl. Aber in Wirklichkeit gehören 45 dieser Marken zu einem einzigen riesigen Konzern. Wahnsinn. Ja. Diese Unternehmen teilen sich die Forschung, die Logistik und eben die Führungsebene. Das ist also wie so ein großer Regenschirm. Ah, das ist ein super Bild. Ein riesiger Regenschirm und darunter stehen ganz viele kleine Firmen. Genau. Wenn du in so einem Konzern arbeitest, triffst du Entscheidungen nie völlig isoliert. Alles muss durch unzählige Instanzen gehen. Verstehe. Also wenn die lokale Bäckerei hier um die Ecke eine zweite Filiale aufmacht, ist das ein Unternehmen. Richtig. Wenn aber eine gigantische Firma verschiedene Automarken, Zulieferer und vielleicht noch Banken unter sich vereint, dann sprechen wir von einem Konzern. Exakt. Und weil diese Konzerne ständig weiter wachsen, nutzen sie oft 2 bestimmte Adjektive, um ihre Größe zu betonen. Das sind global und weltweit. Oh, warte. Global und weltweit. Ganz ehrlich, jetzt musst du mir helfen. Sind diese beiden Wörter nicht einfach exakt dasselbe? Das denken ganz viele. Ist das nicht einfach nur richtig gutes Marketing, damit die Pressemitteilung schöner klingt? Das ist eine sehr kritische Frage. Und ja, viele Deutschlernende sind da total verwirrt. Im Alltag, also wenn wir einfach so sprechen, benutzen wir sie oft als Synonyme. Aha. Aber es gibt einen Unterschied. Ja. Wenn wir tief in die internationale Wirtschaft schauen, gibt es einen feinen Unterschied in der Perspektive. Fangen wir mit global an. Okay. Genau, global, was ihr aus dem Englischen einfach als global kennt, bedeutet die ganze Erde und alle Länder betreffend. Es beschreibt oft ein zusammenhängendes, ein vernetztes System. Kannst du da ein Beispiel geben? Klar. Denk an die Lieferkette von einem Auto. Das Design kommt vielleicht aus Italien, die Elektronik kommt aus Südkorea und der Motor wird in Deutschland gebaut. Das greift alles ineinander. Genau. Das ist ein globales System. Alles ist total abhängig voneinander.
Okay, das leuchtet ein. Global beschreibt also eher dieses unsichtbare Spinnennetz, das die ganzen Dinge auf der Welt verbindet. Und was ist dann mit weltweit? Weltweit bedeutet auf der ganzen Erde verbreitet, in allen Ländern existierend. Auf Englisch meistens worldwide. Das betont eher die geografische Ausbreitung. Also die Orte selbst. Richtig. Ein Konzern kann ein Produkt weltweit verkaufen. Das heißt, du kannst dieses Produkt in einem Geschäft in Kanada kaufen, aber auch in Südafrika und in Japan. Es liegt einfach überall im Regal. Ah, verstehe. Also weltweit ist eher wie so eine Landkarte mit ganz vielen kleinen Stecknadeln, ja? Wo man überall aktiv ist. Und global beschreibt dann, wie diese einzelnen Stecknadeln miteinander kommunizieren und arbeiten. Das hast du perfekt zusammengefasst. Und genau diese geografischen Stecknadeln, die bringen uns direkt zu unserem nächsten Substantiv. Der Standort. Der Standort. Also das ist der geografische Ort, an dem ein Unternehmen ein Büro oder eine Filiale hat. Das englische Wort dazu ist Location. Genau. Aber hier muss ich schon wieder kritisch nachfragen. Wir leben doch heute komplett im digitalen Zeitalter. Stimmt. Wir machen Videokonferenzen, haben Cloud-Server, digitale Arbeitsplätze. Warum geben diese Konzerne eigentlich heute noch Millionenbeträge aus, um in fremden Ländern physische Gebäude zu bauen? Also echte Standorte. Reicht da nicht einfach ein Laptop? Das könnte man wirklich denken. Aber ein physischer Standort ist oft absolut unverzichtbar. Warum? Naja, einerseits geht es um harte Logistik. Also, du kannst keine Autos über das Internet zusammenschrauben. Dafür brauchst du echte Fabriken. Das stimmt natürlich. Und andererseits geht es um rechtliche Präsenz. Und auch um die Kultur. Um in einem Markt wirklich erfolgreich zu sein, musst du die lokalen Gesetze verstehen, du musst dort Steuern zahlen und vor allem den Kunden zeigen, hey, wir sind vor Ort. Ah, also es geht um Vertrauen. Ein rein digitales Unternehmen wirkt vielleicht in vielen Kulturen einfach noch nicht seriös genug. Genau das ist der Punkt. Ein Standort schafft Vertrauen vor Ort. Okay, das ergibt absolut Sinn. Aber das bringt uns zu diesem großen Problem, das ich ganz am Anfang mit meinem Berlin-Tokio-Beispiel angesprochen habe. Die Zusammenarbeit. Richtig. Die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Standorten wird ja durch eine physikalische Grenze extrem schwer gemacht. Und das ist unser nächstes Substantiv, die Zeitzone. Ein sehr wichtiges Wort. Die Zeitzone ist ein geografischer Streifen auf der Erde mit derselben Uhrzeit. Auf Englisch sagt man einfach Time Zone. Und da sich unsere Erde nun mal dreht, müssen internationale Teams dieses Konzept wirklich immer mitdenken. Es gibt da diesen berühmten Begriff in der IT-Branche, Follow the Sun, also der Sonne folgen. Ich finde dieses System ehrlich gesagt faszinierend. Kannst du kurz erklären, wie Konzerne diese verschiedenen Zeitzonen zu ihrem Vorteil nutzen? Sehr gern. Anstatt die Zeitzone nur als ein nerviges Problem zu sehen, machen schlaue Unternehmen sie zu einer echten Waffe. Wie genau? Stell dir vor, ein Entwicklerteam in Asien arbeitet an einer neuen Software. Wenn dort der Arbeitstag zu Ende geht, ist es hier in Europa gerade mal früher Morgen. Die fangen also gerade erst an. Richtig. Die Asiaten übergeben das Projekt einfach an den Standort in Deutschland. Und wenn die Deutschen dann abends Feierabend machen, übergeben sie das Projekt an den Standort in den USA. Wahnsinn. Die Arbeit stoppt also wirklich nie. Genau. Das Projekt bewegt sich wie so ein Staffelstab bei einem Wettlauf. Einmal komplett um die Erde. Das klingt wahnsinnig effizient, aber ganz ehrlich, für die Kommunikation stelle ich mir das extrem anstrengend vor. Oh ja, das ist es. Man muss doch total präzise dokumentieren, was man den ganzen Tag gemacht hat. Sonst weiß der Kollege auf dem anderen Kontinent ja gar nicht, wo er anfangen soll. Das erfordert unglaublich viel Disziplin, absolut. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So, wir haben jetzt verstanden, wie das Spielfeld aussieht. Also wir kennen Konzerne, wir kennen Standorte und Zeitzonen. Das Fundament. Genau, aber wie kommt eine Firma überhaupt an diesen Punkt? Wie wächst sie über ihre eigenen Grenzen hinaus? Das führt uns jetzt direkt in die Welt der Verben. Oh, Verben sind wichtig. Und das erste wichtige Verb für diese Bewegung lautet expandieren. Expandieren. Also das bedeutet wirtschaftlich wachsen. Man dehnt das eigene Geschäft in andere Länder aus. Oft hört man da in Meetings einfach den englischen Begriff to expand. Richtig. Und für unsere Grammatikfreunde. Wenn eine Firma diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen hat, nutzen wir die Perfektform. Wir sagen dann, die Firma hat expandiert. Hat expandiert sehr gut. Aber mal ehrlich, warum gibt es da diesen Zwang?
Warum kann eine erfolgreiche deutsche Firma nicht einfach sagen, hey, wir verdienen echt gutes Geld, wir bleiben einfach gemütlich hier in Deutschland? Der Hauptgrund dafür nennt sich in der Wirtschaft Marktsättigung. Das musst du erklären. Stell dir vor, du verkaufst Kaffeemaschinen, die besten der Welt. Oh, ich liebe guten Kaffee. Perfekt. Irgendwann hat dann jeder Mensch in Deutschland, der deine Kaffeemaschine haben möchte, eine gekauft. Und so eine Kaffeemaschine hält gut und gerne 10 Jahre. Okay, das heißt, niemand braucht mehr eine neue. Genau. Dein Umsatz bricht plötzlich komplett ein, weil es einfach keine neuen Kunden mehr gibt. Wenn du als Firma jetzt überleben und deine Mitarbeiter weiter bezahlen willst, dann musst du zwangsläufig neue Märkte finden. Ah, verstehe. Du musst also expandieren, zum Beispiel nach Frankreich oder nach Asien, um wieder neue Kunden zu finden. Wachsen oder sterben. Das ist eigentlich ziemlich hart. Und wenn Sie dann, sagen wir, in Frankreich einen neuen Standort aufbauen, brauchen Sie dort natürlich auch Leute, die die Arbeit machen. Richtig. Was uns direkt zum nächsten Verb bringt. Rekrutieren. Rekrutieren. Das bedeutet, man sucht systematisch nach neuen Mitarbeitern oder Fachkräften und stellt sie ein. Auf Englisch to recruit. Und wenn dieser Prozess fertig ist, heißt die Perfektform, die Firma hat rekrutiert. Weißt du, früher war das doch irgendwie einfacher. Wie meinst du das? Naja, man hat eine kleine Anzeige in der lokalen Zeitung geschaltet, die Leute haben einen Brief mit ihrem Lebenslauf geschickt und dann hat man sich auf einen Kaffee getroffen. Oh ja, die guten alten Zeiten. Heute ist das ein globaler Hochleistungssport. Wegen des Fachkräftemangels müssen Firmen oft im Ausland rekrutieren. Sie nutzen künstliche Intelligenz, um weltweit Zehntausende Profile online zu scannen. Das stimmt. Heute läuft fast alles online. Aber trotz dieser modernen Technik stellen Firmen oft etwas ganz Entscheidendes fest. Und das wäre? Es ist unglaublich schwer, im Ausland sofort Leute zu finden, die die eigene Firmenkultur und die internen Prozesse schon verstehen. Ja, das kann man ja auch nicht googeln. Richtig. Und deshalb nutzen Konzerne eine weitere Strategie, die uns zu einem ganz zentralen Substantiv bringt. Die Entsendung. Die Entsendung. Das ist das zeitlich begrenzte Schicken eines Mitarbeiters durch die Firma in ein ganz anderes Land. Das englische Wort dafür ist Assignment. Genau. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Schüleraustausch, aber eben für Erwachsene im Beruf. Das ist ein toller Vergleich. Aber Moment, so eine Entsendung, das muss doch unfassbar teuer sein. Man bezahlt diesem Mitarbeiter ja oft die Wohnung im Ausland, die teuren Flüge für die ganze Familie und manchmal sogar noch die internationale Schule für die Kinder. Ja, das ist ein riesiger Aufwand. Warum machen Firmen das dann überhaupt, anstatt einfach jemanden direkt vor Ort in Brasilien zu rekrutieren? Es braucht extrem viel Vorbereitung, das stimmt. Aber Firmen machen das aus einem sehr guten Grund. Es geht um Wissenstransfer und Kultur. Kultur? Ja, ein lokaler Mitarbeiter in Brasilien kennt zwar den dortigen Markt perfekt, aber er weiß nicht, wie das Mutterunternehmen in Berlin tickt. Es gibt so viel ungeschriebenes Wissen in einer Firma. Stimmt. Wer ist wichtig? Wen ruft man an, wenn ein Server brennt? Exakt. Wie werden Konflikte gelöst? Die Person, die auf so eine Entsendung geht, ist im Grunde wie ein Botschafter. Sie bringt die DNA der Firma an den neuen Standort. Das ist wirklich ein starkes Bild. Der Mitarbeiter als Botschafter der Firmen-DNA. Und wenn dieser Botschafter dann in Brasilien am Schreibtisch sitzt, zusammen mit lokalen Experten und vielleicht noch Kollegen aus den USA und aus Indien. Dann wird es spannend. Ja, dann verändert sich die Atmosphäre im Büro ja total. Es entsteht etwas völlig Neues. Und um genau diesen Zustand zu beschreiben, brauchen wir unser nächstes Adjektiv. Multikulturell. Multikulturell. Das bedeutet, eine Gruppe besteht aus Menschen vieler verschiedener Kulturen und Hintergründe. Auf Englisch heißt das multicultural. Ganz genau. Aber weißt du, das klingt in diesen ganzen Unternehmensbroschüren immer so wunderbar harmonisch. Da lächeln 5 Menschen aus verschiedenen Ländern gemeinsam auf einen Bildschirm. Ist das in der echten Realität nicht manchmal auch eine absolute Herausforderung? Oh, es erfordert unglaublich viel Offenheit und Flexibilität. Es ist oft wahnsinnig anstrengend. Man verbringt viel Zeit damit, einfach nur Missverständnisse aufzuklären. Weil jeder anders kommuniziert. Richtig. Aber der Vorteil für die Unternehmen ist gigantisch. Stell dir vor, du hast 10 Ingenieure, die alle im selben Dorf aufgewachsen sind und an derselben Uni studiert haben. Okay, die sind sich sehr ähnlich. Genau, die werden ein technisches Problem alle auf die exakt gleiche Weise angehen. Sie sehen ihre eigenen Fehler gar nicht mehr. Betriebsblindheit nennt man das, glaube ich. Ja.
Ein multikulturelles Team hingegen schaut aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Problem. Das verhindert Fehler und führt am Ende zu viel besseren Lösungen. Das bringt uns eigentlich nahtlos zum dritten großen Bereich für heute. Wenn man diese großartigen Lösungen will, muss man auch bereit sein, die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin zu erkennen. Und sie zu bewältigen. Genau. Und unser erstes Wort in diesem Bereich ist ein Substantiv. Die Hürde. Die Hürde, das ist ein Hindernis, das man überwinden muss. Im Alltag ist das natürlich meistens im übertragenen Sinn gemeint. Auf Englisch sagt man dazu Hurdle oder Obstacle. Das Wort kommt ja ursprünglich aus dem Sport, vom Hürdenlauf. Und da muss man auch springen. Man darf nicht einfach vor dem Hindernis stehen bleiben. Schönes Bild. In der internationalen Wirtschaft sprechen wir hier oft von unsichtbaren Barrieren. Das können sprachliche Barrieren sein oder eben diese unterschiedlichen Zeitzonen. Oder auch gesetzliche Vorschriften. Das sind alles Hürden, die ein Projekt ausbremsen können. Und die meisten dieser Hürden entstehen ja nicht, weil jemand böse Absichten hat. Nein, überhaupt nicht. Sie entstehen, weil verschiedene Länder einfach unterschiedliche Systeme haben. Und das führt uns direkt zu einem Adjektiv, bei dem die meisten Menschen sofort tief seufzen. Oh, ich ahne es schon. Bürokratisch. Oh, ja. Bürokratisch. Das bedeutet, dass etwas mit extrem viel Papierarbeit, mit unzähligen Behörden und sehr starren Regeln verbunden ist. Auf Englisch übersetzt man das mit bureaucratic. Genau. Wenn jemand sagt, Also die Beantragung meines Arbeitsvisums für die Entsendung, das war sehr bürokratisch, dann weiß doch jeder sofort, dieser arme Mensch hat wahrscheinlich Monate in Wartezimmern verbracht. leider ja. Aber warum tun Staaten uns das an? Ist das nur Schikane? Nein. Ich nutze hier gern die Metapher von einem Immunsystem. Ein Immunsystem. Ja, ein Staat möchte seine eigene Wirtschaft und seine Bürger schützen. Wenn ein Konzern plötzlich ganz viele ausländische Arbeitskräfte ins Land holt, muss der Staat sicherstellen, dass diese Menschen fair bezahlt werden, Das stimmt ja. dass sie krankenversichert sind und dass das alles sicher abläuft. Die Bürokratie ist also dieses Immunsystem, das ganz genau prüft, wer hereinkommt. Aha. Und dieses Prüfen und Kontrollieren nennt man Regulieren. Ah, da haben wir direkt unser nächstes Verb. Regulieren. Das bedeutet, dass man etwas durch Gesetze, durch Verträge oder feste Regeln steuert. Auf Englisch to regulate. Und die Perfektform ist? Der Staat hat reguliert. Ihr werdet in den Nachrichten oft hören, der Staat hat den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte streng reguliert. Ganz genau. Stell dir den internationalen Markt vielleicht wie ein ganz wildes Fußballspiel vor. Okay, ich bin auf dem Platz. Wenn es da überhaupt keine Regeln gibt, macht einfach jeder, was er will. Und am Ende gibt es nur Verletzte. Der Staat reguliert also den Markt. Er ist quasi der Schiedsrichter. Ah, verstehe. Er legt die Spielregeln fest, damit der Wettbewerb halbwegs fair bleibt. Das ist ein toller Kontrast. Der Staat reguliert, er ist der Schiedsrichter, der die Grenzen zieht. Aber das Unternehmen auf dem Spielfeld darf ja nicht einfach nur rumstehen. Nein, die müssen Tore schießen. Sie müssen spielen. Und dafür haben wir ein sehr dynamisches Verb. Agieren. Agieren bedeutet aktiv handeln, Maßnahmen ergreifen oder eben auf eine neue Situation reagieren. Das englische Wort lautet to act oder auch to operate. Und im Perfekt sagen wir, die Firma hat agiert. Richtig. Firmen müssen auf dem internationalen Markt extrem flexibel agieren. Das fasst das doch perfekt zusammen. Regulieren macht der Staat, das ist eher starr. Agieren macht die Firma, das muss total flexibel sein. Exakt. Und wenn ein Unternehmen an einem neuen Standort langfristig wirklich erfolgreich agieren möchte, muss es noch etwas anderes tun. Es darf nicht wie ein Fremdkörper wirken. Das bringt uns zu unserem vorletzten Verb für heute. Integrieren. Ein unverzichtbares Wort in der modernen Arbeitswelt. Integrieren bedeutet, jemanden oder etwas in ein bestehendes System oder eine Gemeinschaft einzufügen, sodass es ein echter Teil davon wird. Auf Englisch ist das to integrate. Und die Perfektform lautet, der neue Mitarbeiter hat sich integriert. Genau. Und das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den ganzen Konzern. Wenn eine deutsche Firma nach Brasilien expandiert, dann muss sie sich in die dortige Gesellschaft integrieren. Sie müssen also verstehen, wie man dort verhandelt, Ja, welche Feiertage dort wichtig sind, wie die Menschen kommunizieren. Nur wenn das passiert, wenn man sich anpasst, ohne die eigenen Stärken zu verlieren, dann kommt man zu dem Punkt, den wir doch eigentlich alle erreichen wollen. das große Finale. Unser letztes Verb.
Meistern. Ein wunderbares Wort. Meistern bedeutet, eine sehr schwere Aufgabe oder eine Krise mit richtig großem Erfolg zu bewältigen und zu lösen. Man überlebt das Problem nicht nur, man dominiert es richtig. Auf Englisch to master oder to overcome. Und im Perfekt sagt man hat es gemeistert. Wenn ihr am Ende eines ganz schweren Projekts steht, könnt ihr stolz sagen, wir haben das gemeistert. Das ist doch ein super motivierendes Ende für den Wortschatzteil. All die bürokratischen Hürden, die komplizierten Zeitzonen, das multikulturelle Chaos. Ja, und wenn ihr das alles zusammenführt und das Projekt erfolgreich abschließt, dann habt ihr die internationale Arbeitswelt gemeistert. Ganz genau. Und um euch zu zeigen, wie all diese Konzepte in der Realität wirklich ineinandergreifen, haben wir, wie versprochen, eine kurze Geschichte für euch vorbereitet. Lehnt euch zurück und hört genau zu. Alle unsere 15 Wörter kommen in dieser Geschichte vor. Schaut mal, ob ihr sie im Fluss der Erzählung sofort wiedererkennt. Maria arbeitet in Berlin für einen großen Konzern, der für seine Fahrzeuge weltweit bekannt ist. Die Firma hat in den letzten 3 Jahren stark nach Südamerika expandiert und vor kurzem einen völlig neuen Standort in Brasilien eröffnet. Um das lokale Team beim Aufbau der komplizierten Technik zu unterstützen, nimmt Maria eine Entsendung für ein ganzes Jahr an. Doch schon am Anfang merkte sie, wie komplex das globale Arbeiten sein kann. Die Vorbereitung in Deutschland war extrem bürokratisch, da der brasilianische Staat die Vergabe von Arbeitsvisa für Spezialisten sehr streng reguliert. Als sie dann endlich ankam, war die nächste große Hürde die Kommunikation mit der Zentrale in Deutschland. Genau, denn durch die andere Zeitzone war es für Maria unglaublich schwer, kurzfristige Besprechungen zu planen. Aber Maria hat sehr klug agiert. Um die sprachlichen Barrieren schnell abzubauen, hat das Unternehmen vor Ort sofort zusätzliche Übersetzer rekrutiert. Das Team in Brasilien war unglaublich multikulturell, mit Ingenieuren aus 5 verschiedenen Ländern. Durch viel Offenheit hat sich Maria nach wenigen Wochen perfekt in diese neue Gruppe integriert. Dank ihrer harten Arbeit und Geduld hat sie am Ende diese berufliche Herausforderung komplett gemeistert. Das war Marias Geschichte. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich euch noch einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben heute total viel darüber gesprochen, wie Konzerne geografische Grenzen überwinden, Standorte bauen, Mitarbeiter um die halbe Welt schicken. Ein riesiger Aufwand. Ja, aber fragt euch mal selbst. Wir stehen am absoluten Anfang einer Revolution durch künstliche Intelligenz. Was passiert eigentlich, wenn Programme bald in Echtzeit jede Sprache fehlerfrei übersetzen können? Das ist eine spannende Frage. Wenn wir alle als Hologramme in virtuellen Büros sitzen, in denen es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob ihr gerade in Berlin seid, in Tokio oder am Strand in Brasilien, werden wir diese Wörter wie Standort oder Entsendung in 10 Jahren überhaupt noch brauchen? Vielleicht nicht. Oder wird die globale Arbeitswelt dann endlich bedeuten, dass Geografie einfach völlig egal ist? Etwas zum Nachdenken, bis wir uns morgen wiederhören. Ein faszinierender Gedanke. Das wird unsere Arbeitsweise wirklich komplett auf den Kopf stellen. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Persönliche Werte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.